Manchmal braucht's nur das Meer, die Sonne und ein bisschen Zeit, um wieder bei sich anzukommen. Wir sind in den Pfingstferien wieder losgezogen mit unserem Wohnmobil in Richtung Kroatien. Erst auf die schöne Insel Zres und dann weiter nach Istrien. Wir haben nicht viel gemacht, einfach ausgeruht, gelesen, waren baden, sind Fahrrad gefahren, haben richtig gut gegessen und die Zeit genossen. In der zweiten Woche waren wir auf einem kleinen Campingplatz in Istrien, haben dort die Geburtstage unserer Jungs gefeiert, liebe Freunde besucht und haben viele gemeinsame ruhige Stunden verbracht. Das war ein Urlaub so, wie wir ihn mögen. Langsam, entschleunigt und ganz bei uns. Ich habe euch ein paar Eindrücke mitgebracht von unserem Slow Life im Wohnmobil von unterwegs und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Der Papa wäre fast in die Brennnessel gefallen. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf Tag aus, Tag ein. Ja, wie man sehen kann, wir sitzen im Wohnmobil und es regnet. Wir sind auf dem Weg nach Kroatien, gerade in der Schweiz. Und wir haben jetzt gerade eine Kaffeepause gemacht und dann geht es weiter. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch bis zum St. Bernardino schaffen. Dort machen wir dann Rast oder irgendwo anders. Eigentlich wollten wir nach Fideris, da wo wir letztens auch geparkt haben oder übernachtet haben. Aber ich weiß nicht, ob sich das so lohnt bei dem Regen. Mal gucken. Und dann geht es morgen weiter nach Italien und übermorgen dann nach Kroatien. Morgen Kaffee um 5:30. San Bernardino. Genau. Mit Regen. Kurz vor dem St. Bernardino-Tunnel standen wir dann in einem langen Stau, also haben wir ganz spontan beschlossen, einfach dort auf dem Parkplatz zu übernachten, mit Blick auf die regenverhangenen Berge und nicht ganz so viel Ruhe, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber egal, am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren Richtung Gardasee. Dort hatte mein Mann einen kleinen Olivenölhändler rausgepickt, zu dem wir noch einen Abstecher gemacht hatten. Und da haben wir uns dann erstmal richtig ordentlich mit Olivenöl eingedeckt, denn wir haben einen immensen Verbrauch, was das angeht. Und was bietet sich besser an, als gutes Öl direkt in Italien zu kaufen? So, wir zwei Hübschen gehen jetzt was trinken. Wir sind jetzt in Borghetto angekommen. Haben uns jetzt hier auf dem, was ist denn das? Ist ja kein Camperparkplatz. Da haben wir uns ein schönes Plätzchen gesichert und die Jungs sind jetzt mit Max da und wir gehen jetzt ein Aperölchen trinken. Ja, auch in Borghetto sind wir Wiederholungstäter. Da waren wir nämlich letztes Jahr schon mal und weil es uns dort so gut gefallen hat, haben wir einfach nochmal eine Übernachtung dort eingelegt. Wir sind gemütlich durchs Örtchen geschlendert, über die schöne Brücke, vorbei an den Mühlrädern und abends waren wir ganz gemütlich essen. Borghetto ist übrigens ganz bekannt für seine super tollen Tortellini und wenn man mal in der Gegend ist, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Nicht nur wegen des Essens, sondern auch wegen der ganz besonderen Atmosphäre in diesem Ort. Am nächsten Morgen sind wir dann weitergefahren Richtung Kroatien. Das zieht sich dann immer so ein bisschen und irgendwann wünscht man sich einfach nur noch ans Meer. Umso schöner ist dann der Moment, wenn man endlich an der Fähre steht, die salzige Luft riecht und weiß, jetzt ist es nicht mehr weit. Na Max, hä? Wartest du auch schon, dass wir auf die Insel kommen? Ja. Hm?
Und dann sind wir endlich angekommen auf unserem Campingplatz Kovacine, auf den wir jedes Jahr fahren. Unser Jüngster hat dort mittlerweile Freunde gefunden, Kinder aus Bayern, die immer zur gleichen Zeit dort sind wie wir. Und man kennt sich, man kennt den Platz und irgendwie fühlt sich da alles vertraut an. Dieses Jahr lag Pfingsten ja ziemlich spät und deshalb war der Platz auch ganz schön voll. Wir buchen nie vor und mussten daher eine ganze Weile nach einem passenden Plätzchen suchen. Aber am Ende haben wir ein schönes Eck gefunden im Bereich der Dauercamper und wir brauchten dann einfach nur noch die Abdeckung aufs Wohnmobil machen. Und weil es schon ziemlich spät war, sind wir dann erstmal was essen gegangen, weil alle ziemlich Hunger hatten. Morgens um 6. Die 2 Alten sind schon unterwegs zum Bäcker. Ja, wir sind schon wach. Der ganze Campingplatz schläft noch. Aber wir laufen jetzt mal rein ins Städtle zum Bäcker. Und ich habe Beutel dabei, wie zu Hause. Und dann holen wir mal frische Backwaren zum Frühstück. Die nächsten Tage haben wir es dann ganz ruhig angehen lassen. Der Kleine war oft mit seinen Freunden unterwegs, der Große und mein Mann, die waren am Meer baden und ich habe Max Gesellschaft geleistet mit einem Buch in der Hand und ganz viel Zeit zum Lesen. Ich hatte ja extra 3 dicke Bücher aus der Bücherei mir geholt, um endlich mal wieder in Ruhe und lange am Stück zu lesen, ohne ständig unterbrochen zu werden. Und die Zeit habe ich dann wirklich auch genutzt. Abends waren wir oft gemütlich essen, so wie wir es im Urlaub gerne machen. Ich liebe ja diese gegrillten Tintenfische und die klassischen Mangoldkartoffeln, die es in Kroatien gibt. Und wir haben da ein kleines Lokal gefunden, wo das wirklich perfekt geschmeckt hat. Zu Hause koche ich ja jeden Tag, manchmal sogar mehrfach. Und deshalb genieße ich es im Urlaub umso mehr, mich auch mal kulinarisch verwöhnen zu lassen. Das Schöne im Urlaub ist, dass man die Tage einfach nur so vor sich hin plätschern lassen kann. Kein fester Plan, kein Müssen und kein ständiges auf die Uhr schauen. Man steht irgendwann auf und trinkt noch im Schlafanzug den ersten Kaffee vorm Wohnmobil, hört den Vögeln zu und fragt sich, was der Tag wohl bringen mag, ohne gleich eine Antwort zu brauchen. Die Kinder sind schon älter, die kümmern sich selber und beschäftigen sich und sind zufrieden. Man selber sitzt irgendwo im Schatten, döst ein bisschen vor sich hin, geht mal ans Wasser, mal was einkaufen, streckt die Beine aus und lässt den Tag einfach sein. Irgendwann wird ein Salat geschnippelt, mal ein Eis oder ein Cocktail getrunken. Alles darf, aber nichts muss sein. Einfach da sein, ohne To-Do-Liste, ohne Verpflichtung. Auch das ist für mich echte Erholung. Wenn nichts erledigt werden muss und ich einfach nur Kraft tanken kann. Lass sie leben, Karl. Lass sie Er leben. schließt sie. Ja, Wie Friedrich Nietzsche, der Freigeist. Er schließt alte Tiere, die an dir rumkrabbeln wollen. ja. Karl, du bist der Retter. Riesenspinne. Ja, keine Ahnung. Solange wie sie nicht im Laurens sein Bett krabbelt. Meine Männer, die haben sich gern beim Bäcker frische Brötchen und Backwaren geholt. Mir ist das alles zu labberig. Ich habe zum Frühstück auch gern mal was Frisches. Deshalb habe ich mir ein paar Nektarinen und Pfirsiche geschnippelt. Die gab es da an so einem Stand auf dem Campingplatz. Und dazu habe ich einfach einen griechischen Joghurt gegessen. Dann waren wir auch ein paar Mal einkaufen im Supermarkt, sind da mit den Fahrrädern hingefahren. Das Schöne ist halt, dass man das alles mit dem Rad erreichen kann. Wir müssen nicht jedes Mal das Wohnmobil zusammenpacken, sondern man kann alles mit dem Fahrrad erreichen. Und wenn man dann schon mal unterwegs ist, dann kann man auch gleich noch einen kleinen Stopp einlegen. Wir haben letztens so eine kleine Bar gefunden und dort haben wir uns einfach was Kühles bestellt und einfach mal eine Pause gemacht.
merken, dass wir immer einen Stellplatz haben, wo wir rechts niemanden neben uns haben, links niemanden neben uns haben, an der hinteren Seite niemand hinter uns haben und der Platz ist voll. Und hier ist die Hecke. Das ist schon verrückt. Immer so. Die nächsten Tage sind dann einfach so vor sich hingeplätschert. Wir waren mit den Fahrrädern auch nochmal auf der anderen Seite der Bucht und auch im Städtle und haben dort für unseren Blumengießdienst zu Hause noch ein kleines Dankeschön besorgt. Und weil es so heiß war, sind wir auch ständig zwischen Meer und Wohnmobil hin und her getingelt, kurz ins Wasser zum Abkühlen und dann wieder zurück. Ich warte jetzt noch auf meinen Mann. Wir haben uns irgendwie verloren. Wir sind alle andere Richtungen gefahren. Ich bin über die Straße gefahren und die anderen beiden, ich weiß nicht, wo die lang sind, am Hafen wahrscheinlich und unten da, wo die Strandpromenade ist, da fahre ich nicht so gerne lang, weil man immer so zickzack fahren muss. Wenn die ganzen Leute da ins Wasser gehen. Auf jeden Fall hatte der Laurenz in seiner Satteltasche noch ein großes Glas Honig. Ich mache das nämlich immer so, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann kaufe ich mir keine Urlaubsmitbringsel mehr, irgendwie Shishi, den man rumstehen hat und der verstaubt, sondern wir bringen uns immer was mit, was man verbrauchen kann, sei es Seife, Olivenöl oder eben Honig. Und da stand so ein alter Mann am Hafen, der hat so ein Ständler aufgebaut und hat dort seinen Honig verkauft. Der konnte nicht besonders gut Deutsch, aber der hat mir gezeigt, dass er Rosmarinhonig und Salbeihonig und noch viele andere verschiedene Honigsorten hat. Und ich habe mich dann für so ein großes Glas entschieden. Ich freue mich dann drauf, wenn ich zu Hause bin, dass ich aus dem Urlaubsland einen Honig habe und freue mich, den auszuprobieren, weil ich finde das immer so ein bisschen Urlaub wieder zu Hause, wenn man das Geschmackliche auch noch mal zu Hause so nachfühlen kann. Wäsche aufhängen. Wir sind die Einzigen. Mal gucken. Oh je, mal gucken, ob ich das brauche. Ich brauche ja sonst immer ewig, um ins Wasser zu gehen, aber an einem Morgen habe ich mich sogar mal getraut, als noch niemand am Strand war, frühzeitig ins Wasser zu gehen. Das hat echt Überwindung gekostet, weil ich brauche sonst locker eine halbe Stunde, um einzutauchen, aber ich war ganz stolz auf mich, ich habe es geschafft. Ja, und dann haben wir natürlich auch im Wohnmobil Wäsche gewaschen, das machen wir meistens so 1- oder 2-mal, haben die dann aufgehangen, am nächsten Tag dann zusammengelegt, da hat sogar mein Mann mitgeholfen. Für unsere Jungs haben wir dann noch einen Kuchen besorgt, weil die ja beide Geburtstag hatten und weil ich auf dem Campingplatz nicht selber backen konnte, gab es einfach eine Torte aus dem Supermarkt. Auf dem Platz gab es übrigens auch so eine tolle kleine Recyclingstation, das fand ich richtig toll. Da konnte man alles, was man nicht mehr braucht, einfach auf den Tisch legen und wer es gebrauchen konnte, der durfte sich das mitnehmen. Und am letzten Abend auf der Insel sind wir noch mal schön essen gewesen und am nächsten Morgen gab es dann erstmal ein ordentliches Donnerwetter. Guten Morgen. Heute ist Montag und wir haben heute Abreisetag, das heißt, wir ziehen weiter. Aber da hinten kommt es ganz schwarz. Da zieht eine Gewitterfront auf und der Kalle, der packt schon im Turbo hier alles ein. Ich habe keine Lust, mit Martin Ja. hier was einzupacken. Genau, deshalb werden wir jetzt mal Gas geben, dass wir hier alles einrollen und dass wir, ohne nass zu werden, schnell von der Insel ankommen.
Guten Morgen. Gleich wieder das zermatscht. Das schmeckt aber gut. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, alles aufzuräumen, bevor der große Wolkenbruch kam. Der war zum Glück genauso schnell wieder vorbei, wie er gekommen ist. Und dann gab es erstmal ein kleines Geburtstagsständchen für unseren Großen, 15 Jahre mit Supermarkttorte und einem Teelicht obendrauf. Bevor wir gestartet sind, hat dann jeder noch ein Stück Torte essen dürfen und der Junior bekam eine kleine Einweisung, wie man die Campingtoilette ausleert. Das gehört schließlich auch mit dazu. Und dann hieß es Abschied nehmen für diese Saison von unserem Campingplatz und ab ging's zur Fähre. Happy Birthday, lieber Laurenz, Happy Birthday to you. Hoch zum Leben, hoch zum Leben, einmal hoch, hoch, hoch. In Istrien, wo wir unsere zweite Woche verbracht haben, sind wir zuerst mal zu Freunden gefahren, die dort in der Nähe ein Ferienhaus gemietet hatten. Wir haben sie kurz besucht und Hallo gesagt und dort gab es für den Großen dann auch noch mal ein Geburtstagsständchen. Und danach sind wir dann weiter zu unserem Stellplatz gefahren, haben uns dort eingerichtet und abends sind wir mit den Rädern ins Restaurant, um dann nochmal gemeinsam Geburtstag zu feiern. Und während wir dort saßen, zog plötzlich ein Mordsgewitter auf, Blitze, Donner und ordentlich Regen. Und die Rückfahrt zum Stellplatz, die wurde dann ziemlich abenteuerlich, pitschnass, aber war auch irgendwie ziemlich lustig. So, wir hatten wieder ein abenteuerliches Abendessen. Wir sind mit den Rädern 2 Kilometer gefahren und dann ging das Gewitter los. Gerade, dass wir im Restaurant angekommen sind. Jetzt muss man natürlich wieder nach Hause, weil es hat sich eingeregnet. Klatschnass, aber wir leben noch. Es hat gewittert, es hat gegossen, aber wir leben noch. Am nächsten Morgen sah das Wetter dann schon wieder besser aus. Die Sachen, die wir dann abends einfach nur ins Bad geworfen hatten, die waren dann zum Glück auch wieder trocken. Und während die Jungs dann in den Pool gehüpft sind, habe ich noch ein bisschen gelesen und in mein Tagebuch geschrieben. Und am Nachmittag haben wir uns dann wieder auf die Räder geschwungen und sind zu anderen Freunden gefahren. Wir machen das nämlich jetzt schon das 2. Jahr so, dass wir uns im Freundeskreis in Kroatien verabreden. Die anderen mieten sich immer Ferienhäuser und wir schauen dann, dass wir einen Stellplatz in der Nähe finden, damit wir uns dann treffen können. Das ist immer ganz nett. Die haben auch alle Kinder und die hüpfen dann zusammen in den Pool und wir Erwachsenen sitzen einfach zusammen und quatschen und genießen die Zeit. So, wir sind jetzt unterwegs zu Freunden. Die haben ja auch ein Ferienhaus und die fahren wir jetzt besuchen und wir halten gerade noch mal an beim Konsum und bringen ein bisschen was mit. Genau, da kommen die Männer. Ah ja, okay, Kuchen und Muffins, alles klar, wunderbar. Du bist doch der Reiseplaner bei uns. Du kannst das doch Ja, perfekt. die Grenze hört auf an der Öresundbrücke. Doch, Du hast mir das ist- versprochen, dass wir dieses Jahr nach Schweden gehen. ja, wir können drüber fahren und dann fahren wir in Schweden. Wir fahren nach Malmö, dann kannst du zum Ikea gehen und dann kannst du wieder zurückfahren. Nein, möchte gerne. Michel.
Okay, dann muss ich wohl alleine mal einen Flug buchen oder mir ein Auto mieten und dahin fahren. Ich kann doch mit meinem Busle fahren, da haue ich mir einfach eine Du hast keinen Matratze Bus. hin. Doch, Du hast kein Bus. doch. Da kaufe ich mir. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Ludwig. Happy birthday to you. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Kerze auspusten. Ugh. Und noch einen Kuchen. Wir hatten dann wieder einen Tag dazwischen, an dem wir überhaupt nichts gemacht haben, einfach nur ausgeruht, rumgetrödelt und den Tag genossen. Und am nächsten Tag hatte unser Jüngster dann seinen 12. Geburtstag. Er wurde natürlich auch ganz traditionell, wie immer, mit Kuchenkerze und einem Ständchen geweckt. Und sein Wunsch war es dann, ein Ausflug in den Kletterpark zusammen mit dem Papa, dem Bruder und seinem besten Kumpel und dessen Papa. Der Park war nur 5 Minuten von unserem Stellplatz entfernt. Und währenddessen ich den Max gehütet habe, weil es für ihn einfach zu heiß dort gewesen wäre, hatten die ihren Spaß. Und abends waren wir dann nochmal alle zusammen essen, bevor es am nächsten Tag in Richtung Heimat ging. Auf geht's. Nach Hause. Nein, noch nicht ganz nach Hause. Am nächsten Morgen sind wir ziemlich zeitig schon gestartet. Es war ja eine ganz schöne Strecke, die wir uns vorgenommen hatten, durch Kroatien, Slowenien und Italien. Der Verkehr war furchtbar, gerade in Italien vor den Mautstellen, und wir standen auch ein paar Mal im Stau. Aber wir haben es dann am Abend bis zu unserem Lieblingsstellplatz in der Schweiz nach Fideris geschafft, und wir waren dann echt froh, als wir dort angekommen sind. Ja, Fideris, das ist für mich so ein richtiger Herzensort. Ich fühle mich da so unsagbar wohl und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da für Energien wirken, aber irgendwie zieht mich dieser Ort magisch an. Nach einem gemütlichen Frühstück und noch einem kleinen Abstecher in den Dorfkonsum, wo natürlich wieder ein Glas Honig mit musste, ging es Richtung Heimat. Wir hatten noch ungefähr 3 Stunden zu fahren und sind dann ganz entspannt am Samstagnachmittag zu Hause angekommen. Sodele, und das war's auch schon mit meinem kleinen Urlaubsvlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns ein bisschen zu begleiten, und würde mich riesig freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung, falls euch das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben da lasst. Ansonsten sage ich mal Danke fürs Zuschauen und tschüssi, bis zum nächsten Mal.